Was wäre Europa ohne Konzerte, Films, Games, Kino, Presse? Lasst uns die Freiheit und die Vielfalt der Kunst verteidigen. Moin! Europa lebt von seiner Kultur. Und zwar nicht einfach nur von Schiller, Brahms und Van Gogh, sondern vor allen Dingen von jungen, unbequemen, kritischen KünstlerInnen. Europa ist der Ort, wo man frei sein kann, wo man sich ausdrücken kann und wo man frei denken kann. Aber dass Europa so ein Ort ist und vor allen Dingen bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Vielfalt und vor allen Dingen die Freiheit von Kunst und Kultur werden immer mehr bedroht. Und zwar doppelt. Politisch und wirtschaftlich. Schauen wir uns zuerst die politischen Probleme an. Hier denke ich als erstes immer an Ungarn und Polen. Ich habe mich in den letzten Monaten mit sehr vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern aus diesen beiden Ländern unterhalten. Und was die mir berichtet haben, schockiert mich. In Ungarn wird die Situation für kritische KünstlerInnen und Intellektuelle immer schwieriger. Menschen, die ihre Stimme gegen Ministerpräsident Viktor Orbán erheben, werden mundtot gemacht. Sie bekommen keine Fördergelder mehr für Kultur- und Kunstprojekte. Sie verlieren ihren Lehrauftrag oder ihre Anstellung im öffentlichen Dienst. Und ganze Universitäten werden dicht gemacht oder unter die Kontrolle von ParteifreundInnen gebracht. Perhaps you think you're being treated unfairly? Ähnliches Bild in Polen. Hier werden nur Kulturprojekte gefördert, die Gott, Staat und Nation propagieren. Lewacy! Tego się boją! Patrzcie! Zwyciężymy jeszcze raz! Ave! Ave! Christus Recht! Kulturprojekte, die Integration fördern, die Menschen zusammenbringen und Verständnis füreinander schaffen, denen werden die Gelder komplett gestrichen. Du bist ein schwuler Schauspieler, oute dich bloß nicht, weil sonst spielst du nie wieder auf einer nationalen Bühne. Du machst ein Kunstprojekt mit Geflüchteten, lieber vorsichtig sein, vielleicht kommen ja ein paar Schläger vorbei bei der Eröffnungsfeier. Die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft ist ein Grundrecht in ganz Europa. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Nationalisten diese Rechte in unserem Europa mit Füßen treten. Aber autokratische Regierungen sind nicht das einzige Problem. Menschen, die Kunst machen, müssen davon auch leben können. Das ist aber gerade eher schwierig. Die Corona-Krise zwingt uns dazu, das öffentliche Leben einzuschränken. Theater bleiben geschlossen, Festivals werden abgesagt, Performances fallen aus. Das ist für uns alle Kacke, aber für Menschen, die davon leben, ist das existenzvernichtend. In Deutschland ist die Situation schon schlimm genug, aber immerhin gibt es ein bisschen staatliche Unterstützung. In anderen europäischen Ländern reiben sich Autokraten schon richtig die Hände. Kritische KünstlerInnen und JournalistInnen überleben die Krise nicht, wenn sie keine staatliche Unterstützung kriegen? Hupsi! Oder glaubt ihr ernsthaft, dass kritische JournalistInnen und KünstlerInnen von denen staatliche Hilfen bekommen? Aber auch schon vor der Corona-Krise gab es Entwicklungen, die die Situation von Künstlerinnen und Künstlern weiter verschärft haben. Der Kultur- und Kreativsektor ist von großer sozialer Ungleichheit geprägt. Es gibt eine Handvoll Stars und riesige Medienhäuser, die exorbitante Gewinne einstreichen. Rolex, Geld, Gucci, Louis Vuitton, hat alles nichts gebracht. Und denen stehen Tausende gegenüber, die kaum von ihrer Arbeit leben können. Die allermeisten Menschen auf Spotify verdienen weniger als der deutsche Mindestlohn. Und viele sind im Falle von Krankheit und Arbeitslosigkeit auch nicht ausreichend abgesichert. Das müssen wir ändern. Wir brauchen Regelungen, die sicherstellen, dass Künstlerinnen und Künstler fair bezahlt werden. Analog und digital. Und wir brauchen eine europaweite Sozialversicherung für Kreative. Es ist an der Zeit, dass Öffentlichkeit und Politik endlich den Wert von Kultur anerkennen. Ohne Wenn und Aber muss klar sein, dass Kultur nicht einfach nur nice to have ist, sondern ein elementarer Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ganz ehrlich, ohne das ganze kulturelle Angebot wären wir doch alle in unseren Wohnungen schon längst verrückt geworden. This is fine. Und wenn wir die Pandemie hoffentlich bald überstanden haben, dann müssen wir alles daran setzen, die Leute wieder raus und zusammenzubringen. Ich jedenfalls tue alles dafür, dass die Clubs, Kinos und Theatren möglichst bald wieder öffnen können. Und dass wir uns da alle wiedersehen. Dankeschön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr im letzten Jahr am meisten vermisst habt. Eher die Konzerte, Festivals, vielleicht Theater oder vielleicht auch einfach das obligatorische in den Club gehen. Ich persönlich habe mich am meisten darüber geärgert, dass die Fusion abgesagt wurde, weil ich extra dafür schon eine Karte hatte und das ist dann natürlich richtig ärgerlich. Aber dieses Jahr soll sie ja stattfinden und da bin ich auch wieder am Start. Tja,
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten bleibt sicher, bleibt gesund und vor allen Dingen reste unis dans la diversité.